Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wollte mal mit euch die Methoden teilen, die ich integriert habe in mein Leben, um mein Leben etwas achtsamer zu gestalten. Den Haarreif habe ich gestern geschenkt bekommen und ich dachte, den setze ich gleich mal auf und irgendwie total lustig. Ich fühle mich wie eine Göttin. Es ist interessant, was das für einen Unterschied macht im Look. Aber darum soll es heute nicht gehen. Starten wir direkt mit dem ersten von 5 Punkten, die ich heute mit euch teilen will. Die erste Methode, um mehr Achtsamkeit in mein Leben zu bekommen, ist das Tagebuchschreiben. Jeder von euch hat es wahrscheinlich schon mal gehört und vielleicht sogar an irgendeinem Punkt in eurem Leben ausprobiert. Ich habe 2 verschiedene Methoden des Tagebuchschreibens und die erfüllen auch relativ unterschiedliche Zwecke. Zum einen schreibe ich ein normales Tagebuch in meinem Büchlein einfach ganz normal. Ich versuche das zumindest alle 2 Tage zu machen oder regelmäßig zumindest. Klappt auch ganz gut. Ich denke im Durchschnitt so 2-3 Tage die Woche schreibe ich auf jeden Fall mein Tagebuch. Dort schreibe ich rein, was mir einfach so in den Kopf kommt, ob ich für irgendwas dankbar bin, ob ich irgendwas gelernt habe, ob irgendwas Besonderes passiert ist. Viel wertvoller für mich ist allerdings meine zweite Methode des Tagebuchschreibens. Das, was mich am meisten Achtsamkeit im Alltag kostet und bei dem ich am meisten das Gefühl habe, dass mir die Zeit durch die Finger fließt, ist, wenn ich viel Zeit in Social Media verbringe. Social Media, TikTok, Instagram, das ist so programmiert, dass es möglichst süchtig macht und wir uns wirklich schwer tun, uns das abzugewöhnen. In den verschiedensten Situationen im Alltag nehmen wir unser Handy in die Hand und ohne es zu merken, sind wir schon wieder in Instagram. Es ist extrem schwer, sich abzugewöhnen, das Handy in die Hand zu nehmen. Deswegen habe ich angefangen, diesen Habit des Handy in die Hand nehmens ein bisschen umzupolen und statt Instagram aufzumachen, beziehungsweise da, wo vorher auf meinem Display Instagram war, da habe ich jetzt die Notiz-App hingezogen. Das heißt, immer wenn ich mein Handy in die Hand nehme und quasi aus der Muscle Memory Instagram aufmachen möchte, lande ich jetzt in meinen Notizen. Und dann starte ich einfach an dem Moment, an dem ich gerade bin, eine neue Notiz und schreibe rein, was ich eigentlich gerade in diesem Moment mache und wie das eigentlich schon wieder passieren konnte, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe. Und dann merke ich auch wirklich gezielt, wenn ich die Einträge nochmal durchlese, dass ich zum Beispiel gerade irgendwo stehe und warte. Oder eigentlich was machen will, aber keine Lust drauf habe und stattdessen einfach das Handy in die Hand nehme. Quasi bevor ich aufstehe, um den Geschirrspüler auszuräumen, schaue ich nochmal schnell in Instagram. Und dadurch, dass ich das dann immer aufschreibe, manchmal sind es ein paar Tage keine Einträge, manchmal sind es irgendwie 3 Einträge am Tag, wird man wesentlich selbstreflektierter und kann diese automatische Handlung so ein bisschen umpolen. Das heißt, wir fühlen uns selbst vor Augen und reflektieren ganz gezielt in dem Moment, was da eigentlich gerade los ist mit uns und warum wir Instagram aufgemacht haben. Der zweite Punkt hängt auch so ein bisschen mit dem Handy zusammen, weil das Handy einfach für mich zumindest der größte Achtsamkeitskiller in meinem Alltag ist. Und was ich gerne mache, ich gehe gern ohne mein Handy aus dem Haus und beobachte gezielt meine Umgebung. Hallöchen, herzlich willkommen im Park mal wieder. Auch hier bin ich natürlich nicht ganz ungestört, aber ich wollte euch mal live zeigen, was ich da so mache. Ich bin hier mit meinem Hund, der ist gerade ein paar Meter vor mir und darf ohne Leine ein bisschen rumwuseln. Und was ich mache, ich lasse gezielt mein Handy entweder zu Hause oder in meiner Tasche und beobachte einfach so ein bisschen, was passiert. Ich meine, ich muss sowieso beobachten, weil mein Hund sich nicht mit allen anderen Hunden versteht. Das ist so eine Sache, die mich zurück in die Realität holt. Und wenn ich nach so einem Aufenthalt im Park wieder nach Hause komme, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich einfach nur Gassi gegangen bin, sondern ich habe schon das Gefühl, dass ich in die Stadt eingetaucht bin, in den Park eingetaucht bin und im besten Fall irgendwas gelernt oder zumindest beobachtet habe von meiner Umgebung. Und wenn man das jeden Tag macht, ich meine, Leute ohne Hund machen das wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber mit Hund geht man ja schon täglich raus, dann ist jeder Spaziergang eigentlich so ein kleines Erfolgserlebnis und man trainiert sich auch so ein bisschen. Jetzt ist gerade ein anderer Hund da. Man trainiert sich auch so ein bisschen aufmerksamer zu werden und seine Umgebung genauer zu beobachten. Na? Das heißt, ich gehe ohne Handy Gassi, ich setze mich auch mal auf eine Bank, ich beobachte meinen Hund viel genauer, ich schaue den Leuten dabei zu, was sie machen. Viele hängen ja selber am Handy.
Aber auch zum Beispiel, wenn ich mit dem Bus fahre oder wenn ich mit der Metro fahre, bin ich fast immer eine der Einzigen, die ihr Handy nicht in der Hand hat. Natürlich habe ich mein Handy schon dabei, wenn ich so eine weitere Strecke zurücklege und irgendwo hinfahre oder so. Aber ich konnte es mir abgewöhnen, das Handy direkt in die Hand zu nehmen und bin wieder so ein bisschen da angelangt, wo ich früher war als Kind, als ich mit dem Schulbus noch zur Schule gefahren bin. Da habe ich auch immer nur aus dem Fenster geguckt oder die Leute beobachtet. Und dann nimmt man viel mehr wahr von seiner Umgebung und von dem, was passiert um einen herum. Ganz zu schweigen davon, dass die Orientation auch viel besser wird. Der dritte Punkt ist, sich mehr auf die Natur zu konzentrieren. Traurige Wahrheit ist, dass wir in der heutigen Zeit extrem wenig wissen über die Pflanzen und Tiere, die uns umgeben. Für mich ist es jetzt natürlich hier besonders spannend, weil ich in Chile bin, aber auch in Deutschland seid ihr umgeben von ganz normalen Tieren, die mit euch Tag für Tag leben und die ihr gar nicht so richtig wahrnehmt. Sind das irgendwelche Ameisen, irgendwelche Regenwürmer, also Insekten, oder irgendwelche Amseln, Spatzen, Meisen, irgendwelche Vögel, die um euer Haus rumfliegen? Sind es irgendwelche Pflanzen? Ist es der Löwenzahn in der Bordsteinkante oder vielleicht der Busch vor der Haustür? Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, dann wisst ihr vermutlich extrem wenig über diese Tiere und Pflanzen. Ihr wisst nicht genau, was für Gewohnheiten die haben, was die essen, was die brauchen, um sich gut zu entwickeln. Welche Insekten mag eine Amsel voll gerne? Was macht eine Amsel im Winter? Fressen die auch Nüsse und Samen oder nur Insekten? Wie lange brütet ein Spatz? Wie lange dauert es, bis die Kükenflügge sind? Der Busch vor der Haustür. Welche Insekten sind wichtig für den Busch und umgekehrt, für welche Insekten ist der Busch wichtig? Das ist wirklich eine extrem spannende Sache und ich kann euch nur empfehlen, mal mit einem einzigen Tier oder einer einzigen Pflanze anzufangen, die überhaupt mal zu identifizieren. Sucht euch irgendeine Pflanze aus, die zum Beispiel auf eurem Arbeitsweg liegt und ihr jeden Tag seht und bei der ihr vielleicht gar nicht so genau wisst, was das für eine ist. Identifiziert sie mal und lest mal so ein bisschen, was die eigentlich braucht, was die mag, was die so für Zyklen hat, wo die vielleicht ursprünglich herkommt. Vielleicht ist es ja gar keine Pflanze aus Deutschland. Viele Pflanzen sind ja eingeschleppt. Und so kriegt ihr eine viel bessere Connection mit eurer Umgebung, in der ihr euch bewegt und auch viel mehr Wertschätzung für die Natur. Der vierte Punkt ist Meditation und ganz viele von euch haben mich schon gefragt, ob ich mal näher darauf eingehen kann, wie ich mit dem Meditieren angefangen habe. Ganz am Anfang stand ich auch wieder Ochs vom Berg und habe überhaupt nicht gewusst, wie das Ganze funktionieren soll. Ich habe es dann mal mit geführter Meditation ausprobiert mit diesen Apps, aber ich muss sagen, das hat nicht so richtig geklappt für mich. Ich habe mich nicht so richtig verbunden gefühlt mit den Leuten. Es kann sein, dass es für euch super funktioniert, also ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Bei mir war es aber so, wenn ich die Person nicht kannte, die die Meditation gemacht hat und nicht irgendwas über ihr Leben wusste, nicht wusste, wie die Person aussieht oder so, dann habe ich da auch irgendwie keinen Zugang reingefunden. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, einfach alleine zu meditieren. Und was ich mache, ich stelle mir den Wecker. Anfangs auf 5 Minuten, dann eine Zeit lang auf 10, inzwischen bin ich bei 15 Minuten angekommen. Und ich sitze in dieser Zeit still da. Was genau in der Meditation passiert, hängt so ein bisschen von meiner Tagesform ab. Für mich persönlich ist es ein Gewinn, wenn ich es einfach schaffe, die Meditation in meinen Tag zu integrieren. In welcher Form die dann genau ist, da lasse ich mir wirklich jegliche Freiheit zu entscheiden, was ich an dem Tag machen möchte und brauche. Ganz am Anfang dachte ich, dass eine Meditation bedeutet, man sitzt einfach still da und versucht nicht zu denken. Und obwohl das auch eine der bekanntesten Formen der Meditation ist, ist es nicht die einzige. Je nachdem, was ich an dem Tag brauche, versuche ich entweder tatsächlich still zu sein, um mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Es gibt Tage, an denen ich mich psychisch nicht so gut fühle, dann fülle ich die Meditation mit Affirmationen, die ich mir immer wieder selber sage. Es gibt aber auch Tage, an denen ich vor einer Entscheidung stehe oder vor einem Problem und dann meditiere ich zu dieser Fragestellung auch gezielt und versuche wirklich, das hart zu durchdenken. Was ich diese Woche angefangen habe, was völlig Neues, ist Chanting. Dazu kann ich euch noch nicht so viel sagen, weil ich das erst zweimal gemacht habe, aber es war für mich wirklich atemberaubend und es war das erste Mal, dass ich wirklich mehr gefühlt habe und gemerkt habe, okay, da ist tatsächlich noch irgendwas anderes. Chanting bedeutet einfach nur, gewisse Laute vor sich hin zu reden. Zum Beispiel Om ist das berühmteste. Was passiert ist, dass man durch seine Stimmbänder eine gewisse Vibration erzeugt und den ganzen Körper in diese Vibration reinbringt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne noch ein bisschen mehr dazu nachlesen. Ich bin da auch gerade noch ganz am Anfang, deswegen, wie gesagt, kann ich euch noch nicht zu viel erzählen. Aber das sind die 4 verschiedenen Arten von Meditationen, die ich versuche jeden Tag zu integrieren und ja,
Je nach Lust und Laune und Bedürfnis entscheide ich, was ich genau mache. Das 5., was ich integriert habe, damit ich achtsamer werde, ist mehr auf meinen Körper zu hören. Und damit meine ich nicht nur, dass ich seine Reaktionen ernst nehme, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Süßigkeit esse, dass ich mich nicht gut fühle und daraus dann schließe, dass ich in Zukunft weniger Süßigkeiten essen möchte, zum Beispiel. Nicht nur das, sondern schon einen Schritt vorher überhaupt mal in Anführungszeichen die Ohren aufzusperren und mal darauf zu achten, wie sich mein Körper überhaupt im Verlauf des Tages fühlt. Gibt es da wiederkehrende Phasen der Müdigkeit, der Energie, des Unwohlseins? Tut mir irgendwas weh? Mein Magen zum Beispiel, habe ich irgendwie Kopfweh? Fühle ich mich verspannt? Und dann versuche ich, Muster zu erkennen und zu identifizieren, welche Ursachen auslösen, dass ich mich wie fühle. Am einfachsten geht es eigentlich mit Lebensmitteln, indem man halt sehr gezielt darauf achtet, wie man sich fühlt, nachdem man was gegessen hat. Also wie fühle ich mich direkt danach, wie fühle ich mich nach 20 Minuten, wie fühle ich mich nach 2 Stunden. Aber Lebensmittel sind nicht die einzige Sache, bei der uns unser Körper signalisiert, ob das gut oder schlecht ist. Unser Körper signalisiert uns das auch wirklich ganz gezielt, zum Beispiel bei Kontakt mit anderen, in Konversationen, wenn wir uns mit irgendwem unterhalten. Der eigene Körper sendet ganz gezielt Signale aus und das durch unsere eigene Körpersprache, vor allen Dingen um dem anderen was zu signalisieren, aber wir können oft unsere eigene Körpersprache gar nicht lesen. Wie verschränken wir unsere Beine? Wie ist unsere Schulterhaltung? Haben wir irgendwie eine Abwehrhaltung? Haben wir eine offenherzige Haltung? Aber das könnt ihr wirklich für so gut wie jeden einzelnen Lebensbereich anwenden, also auch für die Umgebung zum Beispiel, in der ihr euch befindet. Wie reagiert euer Körper auf den Wald? Wie reagiert euer Körper aufs Büro? Wie reagiert euer Körper auf die verschiedenen Zimmer in eurer Wohnung? Das ist wirklich eine hervorragende Methode, um erstens achtsamer zu werden, aber zweitens auch zu merken, was euch wirklich gut tut. So, wenn ihr diese 5 Schritte in euer Leben integrieren wollt, dann habt ihr echt schon ganz schön was zu tun. Deswegen glaube ich, mache ich jetzt mal Schluss an dieser Stelle. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr schon einen der Punkte integriert habt, wie eure Erfahrungen sind und ob ihr andere Sachen auch noch macht, um mehr Achtsamkeit in eurem Leben zu integrieren. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem zukünftigen Video wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis bald.